Kannst du dir denken, worum es heute geht? Nein, es geht nicht um Bälle und es geht auch nicht um Zirkus. Volltreffer, du hast richtig gelesen. Es geht um Koordination. Was versteht man überhaupt unter Koordination? Koordination ist das Zusammenspiel von Sinnesorganen, zum Beispiel Augen, Ohren, peripheren und zentralen Nervensystem, Muskeln und Gehirn. Sie bildet somit alle Bewegungsabläufe des Körpers. Einfach gesagt, Koordination ist die Fähigkeit, Bewegungen harmonisch in einen Bewegungsablauf auszuführen. Koordination ist nicht angeboren, sie ist trainierbar. Die beste Phase für die Entwicklung der Koordination ist zwischen 6. bis 13. Lebensjahr, weil sich in dieser Zeit das zentrale Nervensystem besonders stark entwickelt. Aber Koordination lässt sich in jedem Alter, selbst im höheren Alter, sehr gut trainieren. Du wirst dich vielleicht fragen, warum sollte ich Koordination trainieren? Wozu? Um effizienter zu bewegen, um Verletzungsrisiko zu reduzieren und deine Gelenke zu schonen. Es gibt 7 koordinative Fähigkeiten und die werde ich hier vorstellen. Die Orientierungsfähigkeit. Hier geht es darum, meine Wahrnehmung zu schulen, dass mir meine eigene Position im Raum klar ist. Zum Beispiel beim Fußball. Wo ist mein Gegenspieler? Wo ist der Ball? Wo endet das Spielfeld? Diese Orientierung muss unheimlich schnell gehen. Die Differenzierungsfähigkeit. Hier meint man, dass ich die Bewegung und Krafteinsatz sehr fein und ganz genau steuern kann. Ich kann differenzieren zwischen sehr stark, mittelstark und so weiter. Zum Beispiel beim Basketball. Korbleger. Jeder einzelne Muskel, der beteiligt ist, muss genau zur richtigen Zeit aktiviert werden, damit der Ball im Korb kommt. Die Kupplungsfähigkeit. Hier geht es darum, verschiedene Einzelbewegungen von Körperteilen zu einer Gesamtbewegung zusammenzusetzen. Arme, Beine, Hände, zum Beispiel beim Tennis. Ich laufe und schlage. Ich laufe zum Ball hin und schlage den Ball mit meinem Arm. Gleichgewichtsfähigkeit. Darum geht es, mein Gleichgewicht wiederherzustellen. Und zwar statisch auf einer festen Position oder dynamisch in einer Bewegung. Zum Beispiel beim Skifahren. Wenn ich Ski fahre, muss ich darauf achten, mein Gleichgewicht nicht zu verlieren. Die Rhythmisierungsfähigkeit meint, die eigene Bewegung anzupassen an einen vorgegebenen Rhythmus, wie Lied, zum Beispiel beim Tanzen, oder eigene Rhythmus, den ich regelmäßig durchführen muss, damit meine Bewegung effizient ist, zum Beispiel beim Schwimmen. Die Reaktionsfähigkeit. Hier geht es darum, zum Beispiel auf ein Signal schnell zu reagieren, aber auch auf eine Aktion des Gegners oder auf äußere Bedingungen, zum Beispiel beim Sprint, dass ich auf ein Startsignal schnell reagieren muss. Die Umstellungsfähigkeit. Wenn ich eine Standardbewegungsabfolge mache und merke, dass die Gegebenheiten sich verändert haben, ich mich auch ganz schnell wieder anpassen und ändern kann. Zum Beispiel Elfmeter beim Fußball. Der Torwart vermutet rechts, stellt sich aber ganz schnell auf Mitte um, weil der Ball mittig kommt. All diese Fähigkeiten sind oft miteinander verbunden und sind schwer voneinander abzugrenzen.
Koordinative Fähigkeiten bringen einige Vorteile mit sich. Sie ermöglichen uns, Bewegungsaufgaben ökonomischer zu lösen. Sie sind die Basis unterschiedlicher Fertigkeiten im Alltag und im Sport. Wer sie fördert, verbessert gleichzeitig die Technik. Koordinationstraining ist vor allem mental sehr anspruchsvoll. Deshalb empfehle ich dir zuerst die statische, dann die dynamische Übung. Stabile, dann instabile und vom Leichten zum Schweren. Es ist ganz normal, dass nicht alles funktioniert. Nicht ärgern, vor allem durch Gehirntraining können wir nämlich Koordination verbessern. Du kannst dir das so vorstellen: synaptische Verbindungen zwischen unseren Gehirnzellen, wo die Reize von Gehirnzelle zu Gehirnzelle weitergeleitet werden, die wenig genutzt werden, sind wie holprige Landstraßen. Die Reizweiterleitung funktioniert sehr, sehr langsam. Wenn wir die Landstraßen öfter fahren, werden sie zur Autobahn. Je mehr wir also üben, umso gewohnter wird es und umso schneller können wir denken und handeln. Deshalb sollten wir immer neue Reize setzen. Dann entstehen neue Verbindungen im Gehirn und so bleiben wir fitter. Eine besonders effektive Trainingsform, um deine Koordination zu verbessern, ist Live Kinetic. Live Kinetic verbindet Wahrnehmungsaufgaben mit kognitiven Herausforderungen und ungewöhnlichen Bewegungen. Ebenso gut propriorezeptives Training. Beim propriorezeptiven Training wird das Zusammenspiel der Muskeln mit Hilfe von Gleichgewichtsübungen auf einer labilen Unterlage trainiert. Deshalb sage ich dir, baue koordinative Übungen in deinem Training ein. Koordination gehört zu den 5 motorischen Grundfähigkeiten wie Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit. Und egal, ob du aktiv Sport treibst oder gemütlich durch den Alltag gehst, Koordinationsfähigkeit braucht jeder von uns. Ich wünsche dir viel Motivation bei deiner Koordination. In diesem Sinne, liebe Freunde, nicht vergessen, abonnieren, kommentieren und weiterempfehlen. Für mein Video gilt Daumen hoch, für euch Hintern hoch, euer Murt.